Tag auch, ich bin der Mathis. Ich befinde mich hier in Mazedonien, genauer gesagt in Skopje. Hinter mir kann man vielleicht den Vardar erahnen, der sich da lang schlängelt. Und diesen werde ich mit Pero 2 Tage bepaddeln. Ja, wir stehen jetzt hier mit unserem Geraffel in der Mitte vom Nirgendwo in der Nähe von Oreshani. Ja, eigentlich wollten wir in Skopje einsetzen, aber die Sohlschwelle in Aerodrom war doch etwas hoch für die ersten paar Meter und dahinter haben wir keinen geeigneten Einstiegsplatz gefunden. Jetzt sind wir bis Oreshani gefahren, der Einstiegsplatz da war aber auch nicht gut zu erreichen und jetzt haben wir hier irgendwo eine Stelle gefunden, wo es nicht komfortabel geht, aber irgendwie kommen wir da, glaube ich, rein. Stadtbeginn in Skopje, nun also der Start in Oreshani. Die Übernachtung am Tunnelkatarakt wollten wir planmäßig beibehalten. Für den zweiten Tag waren dann 39 Kilometer an Veles vorbei bis nach Gradsko geplant. Also ich glaube, viel beschissen habe ich noch nirgendwo eingestiegen. Plan war jetzt von hier. Shit! Also, you can laugh. Thank God it's clean water. Imagine it would be dirty. Oh shit. My phone, but it's still working. You still remember how to pedal? Yeah, for sure. I'm an old-timer. Nach den Anfangsschwierigkeiten und meiner unfreiwilligen Badeeinlage konnte es nun also endlich losgehen. Und es wurde auch direkt spannend. I don't know where to go. Maybe left side. No chance. Okay. Von dem Baumhindernis abgesehen, floss der Vardar die ersten Meter eigentlich recht ruhig, aber doch ziemlich zügig durch die Landschaft. I think it's faster than last time, or? More water. Der Sommer in Mazedonien war in diesem Jahr bis dato ungewohnt regnerisch. Dies hatte einen im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Wasserstand zur Folge. Und dann wurde es spritzig. Spremen Sie! Ist ein altes Auto im Wasser? Ja, super. Ja! Naja! Es kommt von allen Seiten rein.
war gerade wieder trocken. You are wet? No? Oh, I got 20 liters inside. Oh, what? You watched me and then you decided where not to go, probably. Of course. So, sieht so aus, als wäre hier der Beginn der Tower-Schlucht, der hier tosend eingeleitet wird. So, hier geht es jetzt Schlag auf Schlag. Da kommt die nächste Stelle. Coming! I have to get rid of the water somewhere. I have to get rid of the water. Ja, wir haben jetzt 2:30 gleich, um 14:30 Uhr. Haben jetzt noch ungefähr 10 Kilometer bis zum Tunnel Katarakt. Deswegen machen wir jetzt ganz gemütlich. Wir haben alle Zeit der Welt, dadurch, dass wir heute ja, im Endeffekt irgendwie 15 Kilometer weiter flussabwärts eingesetzt haben. Können wir das Ganze ganz entspannt und in Ruhe angehen. Also, jetzt wo das Boot ausgeleert ist, ja, direkt das nächste Wasser schöpfen. Wie immer, kann ich nicht entscheiden, dann geht's mitten durch. Fährt auch mit. For sure you didn't get wet. No, no. Why? Why always me? What I'm doing wrong? Na zdrowie. Ja, Temperaturen haben wir entspannte, ich glaube so 31 Grad sollen es heute sein.
immerhin 10 Grad weniger als beim letzten Mal. Also recht frisch eigentlich. Schon überlegt, ob ich die Paddeljacke anziehen soll, aber noch geht's. Hier haben wir die erste der beiden Fußgängerbrücken. Nach dieser folgt gleich die Mündung der Pčinja. Und nach der zweiten kommt das sagenumwobene Tunnelkatarakt. Und der Katarakt? Ich glaube. Ich habe ja überlegt, ob man da nächtigen kann. Da steht ein Wohnwagen. Hier kommt die Pčinja rein. Hier ist mal wirklich Wildnis. Mal abgesehen von dem ganzen Müll. Okay, und der Eisenbahnstrecke. Aber immerhin keine Straße. Keine Fußgänger und sowas. Ja, langsam aber sicher geht es auf den Tunnelkatarakt zu. Perro hält schon mal ein bisschen Sicherheitsabstand. Wir hatten das vorhin schon mal, dass ich eine Stelle gesehen habe, wo man anladen konnte, als ich mein Wasser auskippen musste, mein Boot leer machen. Und Perro ist dann aber vorbeigesägt, weil er so dicht hinter mir war und dann nicht mehr rechtzeitig rübergekommen ist. Deswegen halten wir jetzt ein bisschen Sicherheitsabstand, damit wir da nicht aus Versehen zu weit paddeln und dann auf einmal mitten im wildesten Wildwasser sind. Ja, so ein bisschen Respekt habe ich vor der Stelle schon, muss ich sagen. Gerade bei so einem etwas höheren Wasserstand sollte man schon zusehen, dass man vorher rauskommt und nicht aus Versehen da runterfährt. So, da vorne ist sie. Die besagte Fußgängerbrücke als Warnzeichen. Auch mal wieder eine sehr vertrauenserweckende Brücke. So, genau, nach der Kurve. Also, da ist genau der Stein. Jawohl, guten Tag. Nach der Kurve gucken, was wir da rumkommen. Jetzt kriege ich das nicht da rein. Wo fahre ich denn lang? Ja. Naja, links halten war die Devise, ne? So, jetzt geht's doch mal rund hier. Alter Schwede. Ich bin mal wieder voll gelaufen. Und da hinten ist der Tunnel, glaube ich. Jawohl, wir haben hier eine schöne, nette Bucht gefunden vor dem Tunnelkatarakt. Wir sind lieber einen früher raus als einen zu spät. Ja, wir haben gerade mal geguckt, weiter hinten kommt noch eine Ausstiegsstelle, allerdings kommt man da sehr schlecht raus und da das Wasser sehr hoch ist. Also es ist recht steil das Ufer und da ist sehr tief jetzt momentan. Deswegen haben wir uns entschieden, an diesem schönen Strand hier auszusteigen. Herrlich, oder? Könnte man glatt Urlaub machen, 2 Wochen. Ja, und jetzt tragen wir irgendwie nochmal 300 Meter mehr. Wir werden jetzt hier oben schlafen. Das wird 2 Stunden dauern, bis wir fertig sind. Haben uns überlegt, dass wir die Boote tatsächlich abbauen, weil die hier durchzuwuchten macht keinen Spaß. Dann können wir die in den Packsack nehmen und bauen dann morgen wieder auf. Genau, soweit der Plan.
Hurra, die Sonne kommt raus. Bei strahlendem Sonnenschein haben wir hier an einem wunderschönen Traumstand die Brote umtragen. Juhu! But I think actually we can be happy that we are arrived here so early. So first. Aha. Now you see why I have that aggression against these bushes. Knappe 400 Meter sind wir inklusive Erkundungstour 4-mal hier hin und zurück gelaufen. Der Weg war generell halbwegs in Ordnung, aber die dornigen Büsche haben doch extremst genervt. Ja, nochmal der Blick hier auf das Ganze. Teamwork. So, mit dem dritten Mal laufen haben wir jetzt alles gleich da drüben, wenn jetzt keiner mehr hier abrutscht oder sonst irgendwas passiert. Und dann nur noch Zelte aufbauen und den Abend genießen. Ja, die Befürchtung, dass wir zu früh hier sind, die haben sich so ein bisschen zerstreut. Wir haben gleich irgendwie 6:30 schon. Und ja, also so viel Tageslicht bleibt dann auch gar nicht mehr. Insofern doch alles richtig gemacht mit dem Einstiegspunkt. Jo. Unter normalen Umständen wäre dieser Übernachtungsplatz ein absoluter Albtraum. Mitten in der Einflugschneise des Flughafens, die Autobahn in der Nähe und eine Zugstrecke gegenüber. Gehört hat man davon, dem Wasser sei Dank, jedoch nichts. Wir haben geschlafen wie die Babys. Daran konnte auch das nächtliche Gewitter nichts ändern. Guten Morgen, Freunde. 5:30 Uhr in der Früh. Der Druck der Blase hat mich aus dem Zelt getrieben. In der Nacht hat es schön gewittert. Der Wasserstand ist jetzt auch noch mal höher als gestern. Naja, ich lege mich jetzt noch mal irgendwie ein Stündchen aufs Ohr 2 und dann schauen wir weiter. Mal gucken, ob die Wolken verschwinden. Da hinten kommt blau. Ja, soweit der Stand in der Früh. Tag 2 beginnt so, wie Tag 1 endete, nämlich erstmal mit ein wenig Schlepperei. Allerdings diesmal nur, keine Ahnung, 100 Meter und relativ leicht zu gehen, sodass das hier nicht so kompliziert ist wie gestern. So, jetzt müssen wir die Boote wieder aufbauen, packen und dann geht's weiter. Auf geht's, Tag Nummer 2. Da kommt die Sonne doch wieder raus.
That looks great there, this rock. Ja, immer von der Seite. Oh, there are refugees again. Iron. Gestrandetes U-Boot. Da ist auch noch irgendwas drin. Ei. Dort hinten kann man Veles erblicken. Maybe this year you will pass Veles not rückwärts. Like last year. Last year it was really a shitty place to start. With no paddling experience. That was the intensive class, paddling. Learning how to paddle in 100 meters. Pedal and you will survive. Oh, genau durch. Ah. Der Fluss so breit, dass man genau den einen Zweig mitnehmen muss. A wonderful place for a break, I think. Hinter Veles zeigt sich der Vardar deutlich ruhiger als am ersten Tag. Dafür ist das Stück aber landschaftlich ziemlich reizvoll. Hier haben wir die Mündung der Babuna. Oh, that don't look good. Oh. Yeah, I think we can go there. Ja, hier rechts haben wir eine kleine Lücke. Das kann unschön werden.
Muss aber auch gucken, dass er hier schnell an dem anderen, just be fast hier, schnell an dem anderen Baum. So. Ganz ohne spaßige Stellen bleibt es auf diesem Teilstück aber auch nicht. So, go left. Wuhu. Pa, pa. Na gut, da rechts muss ich jetzt nicht durchfahren. Oh, hier ist auch schon. Ach, da kommt wieder so ein fieser Spritzer von der Seite. Lustig. Da oben gibt es ein Vogelkonzert. So after the Bregalnica we will have, I don't know, 3 kilometers and that's it. Ja, ist jetzt doch ganz schön dunkel da hinten. Ich glaube, den brauchen wir heute nicht mehr und die auch nicht. So, wenn alles so klappt, wie gedacht, ist es jetzt unsere letzte Linkskurve. Auch die allerletzte insgesamt. Da müssen wir mal gucken, ob wir rechts am Rand irgendwo rauskommen. Oh, das sieht sehr steil aus da. So. Može od tuka do ulicata? Тук е много стръмно. Pa može tamo, imam podobar mesto. Na mostot? Kaj mostot? Мостът е по-ниско. Dobro. Е много горе. Ама можем да излезем tamo? Може. Da? Let's check the bridge, I think. I also thought from Google Maps that the bridge is better. Боро, ти ли си бе, Боро? Офе. Перо. Ne. Перо. Ай, ти бе, друже. Jetzt kennen die beiden sich auch noch. Добре, добър ли си? Нищо не свирам живците. Да. Pozdrav! Se vidimo. Hvala. Ciao. Das Skopje-Dorf ist, in dem jeder jeden kennt. Also ein Dorf, in dem jeder jeden kennt, das war mir bewusst. Aber
dass man hier irgendwo mitten im Nirgendwo einen Angler trifft, den man kennt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, lustig. Aha. Ja, das sieht deutlich besser aus. Oh, it's muddy, but not that much. Okay. Yeah, great. Woohoo! Great 2 days. Jo, nach dieser erfolgreichen Tour sind wir noch in Veles eingekehrt, nachdem in Gradsko leider nichts mehr offen hat. Wir lassen es uns jetzt hier noch gut gehen. Das ist Goran, unser freundlicher Taxi-Shuttle. Ja, wir lassen uns jetzt hier noch gut gehen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.